Hallo, ihr Nasen! Hier sind wieder die Matrixer! Mit Shiva und Jonathan. Viele von euch kennen ja schon das Phänomen des Astralreisens, der außerkörperlichen Erfahrung. Und wir sind dann vielleicht mit dem Video hier, mit unseren Erklärungen, nicht die Ersten, die darüber sprechen. Aber wir können euch sagen, wir haben vielleicht den einen oder anderen Hinweis oder die ein oder andere Information für euch, die ihr so noch nicht kennt. Und könnt dann vielleicht einen größeren Überblick erhalten, auch in Verbindung mit unseren vorhergehenden Videos über die Matrix, über die Lichtfalle und dergleichen. Und da seht ihr auch den Zusammenhang vielleicht viel besser, wie das alles miteinander korreliert. dann würde ich sagen, machen wir mal den nächsten Punkt, und zwar, warum es so schwer ist, sich an eine Astralreise zu erinnern, obwohl wir das ja jede Nacht machen. Oder? Ja, wir reisen jede Nacht astral und ob wir uns daran erinnern oder nicht, ist völlig unabhängig davon. Aus dem Grund ist die Meditation eine Möglichkeit, dafür zu sorgen, sich an diese nächtlichen Reisen zu erinnern. Genau. Vielleicht sollten wir vorher sagen, woran es denn überhaupt liegt, dass man sich so selten erinnert oder so schlecht. Und auch das hängt irgendwie mit der Matrix zusammen. Ja, denn der Astralkörper ist ja das elektronische Doppel des physischen Körpers und der hat eine ganz eigene Frequenz, die eben von den Matrixmachern beeinflusst wird. Und auch der Zwischenbereich ist ja von den Matrixmachern erstellt worden. Und wenn man dann vom physischen Körper in den Zwischenbereich kommen möchte, dann fühlt man ja diese Vibration. Genau. Und diese elektrischen Phänomene. Man hört seltsame elektrische Töne oder hört irgendwelche anderen akustischen Phänomene. Und die hängen alle damit zusammen, dass eben im Zwischenbereich eine Art Installation existiert, die die Erinnerung versucht zu löschen, sobald man vom Astralen zurück in den physischen Körper kommt. Oder auch bei Träumen ist ja genauso. Da ist ein ähnlicher Effekt, der da stattfindet. Und diese Vibrationen und diese elektrischen Phänomene kommen sozusagen auch von dieser Vergessenheitsmaschine, könnte man sagen, oder? Ja. Und wenn man also diese Vibrationen spürt oder auch diese elektrischen Phänomene, das kann sehr energetisch sein, aber energetisch kann man in diesem Zusammenhang auch als elektronisch bezeichnen, beziehungsweise als Elektrizität, und somit sind wir wieder bei den Elektroschocks. Ist auch der elektrische Körper? Also. Ja, und diese Elektroschocks werden eben verabreicht, damit man eben die Erinnerung an die astralen Erlebnisse wieder löscht. Genau, ist ja das Gleiche wie, als wenn man versucht, die Erdmatrix zu verlassen. Da wirst du dann auch elektroschockt. Korrekt. Und diese Elektroschocks sorgen halt dafür, dass man das wieder vergisst, diese Erlebnisse, die man hatte, und gewöhnlicherweise vergisst, um es besser zu sagen, denn es gibt natürlich Möglichkeiten, Erinnerungen zu retten aus dem Zustand. Man kann sich zum einen darauf programmieren und die wieder runterladen, die Erinnerungen, aber es ist alles nicht so einfach. Es ist auch über Hypnose zum Beispiel möglich, Autosuggestion. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Ja, eigentlich nur Techniken zum Thema Astralreisen, entweder durch Meditation, nächtliche Meditation, oder eben durch sogenannte Bewusstseinsspiele, die man halt im Alltagsleben so spielen kann. Okay, aber die Techniken machen wir später noch, gell? Ja, die machen wir später noch, die Techniken, damit ihr ein bisschen was zum Üben habt, um selbst diesen Zustand erreichen zu können. Genau, jetzt kommen wir erstmal zu den Stufen der Loslösung.
Die Stufen der Loslösung sieht also so aus: zuerst einmal den Körper entspannen, logisch. Und sobald der Körper eben sehr gut entspannt ist, geht man über in die nächste Phase. Und zwar, da fängt es schon an, den ersten Meilenstein erreichen zu müssen. Das bedeutet, der Körper muss ohne euch einschlafen. Normalerweise schläft jeder ein, sobald der Körper in den Standby-Modus geht. Da schlafen die meisten Leute ein oder knipsen eben ihre Erinnerung an dieser Stufe aus. Die Kunst besteht also darin, einen Zustand zu erreichen, in dem man wach bleibt, während der Körper unter einem wegschläft. Genau. Und den Zustand zu erreichen, das habe ich damals geübt, indem ich zum Beispiel mir einen Schlüssel genommen habe und den übers Bett gehängt habe. Und mich hingelegt und habe versucht, bewusst zu bleiben, dabei zu dissoziieren, eben nicht zu denken. Und irgendwann driftet man dann weg und dann fällt der Schlüssel runter und zack, ist man wieder wach. Ja, ein guter Trick, ja. Genau. Und das macht man immer wieder, bis sich die Grenze immer weiter nach hinten verschiebt. Am Ende konnte ich da, keine Ahnung, stundenlang wach liegen und mein Körper schlief. Ja, das ist eine gute Technik, die du da angewendet hast, auf jeden Fall. Eine andere Technik ist, die Beine anzuziehen, also dass die so aufrecht sind, die Beine im Bett, und die Knie zusammenhalten. Und sobald man einnickt, klappen die Beine auseinander. Oh. Das ist auch ein... Okay. Ne? Und dann wird man wach durch diese Bewegung der Beine, dass die dann auseinanderklappen. Und dann weiß man wieder, oh Mist, ich bin gerade eingeschlafen, oh, ich muss weitermachen. Also das sind so kleine Tricks, um in diesen Zustand zu kommen, in dem dann der Körper einschläft und man selber geistig wach bleibt. Wichtig ist dabei natürlich der Wille, wach bleiben zu wollen. Und sich das Ziel zu setzen, ich schlafe nicht ein, ich bin wach. Das Bewusstsein ist wach, der Körper schläft. Und sobald der Körper einschläft, das bemerkt man dann auch, dann kommt so eine leichte Hitzewelle durch den Körper, die fängt bei den Füßen an und geht einmal so wusch bis hoch zum Kopf. Das ist so eine leichte Hitzewelle. Man fühlt das, indem dann auch einem plötzlich wärmer wird. Dann bitte aber nicht abdecken, weil dann seid ihr wieder raus. Und wenn ihr das geschafft habt, das heißt, der Körper schläft und ihr seid geistig immer noch klar dabei, dann könnt ihr in die nächste Phase kommen. Die ist von da aus wesentlich leichter zu erreichen. Das Schwierige ist also eigentlich nur, dass der Körper einschläft und ihr geistig wach bleibt. Dieser Zustand ist recht schwierig zu erreichen, das erfordert Übung, Training. Und wenn ihr das erreicht habt, dann kommt ihr irgendwann in die Phase, in der die Vibrationen auftauchen. Und die Geräusche. Und die Geräusche. Und da versucht natürlich die Vergessenheitsmaschine euch schon zu elektroschocken, damit ihr alles weitere vergesst. Die Energie, die da frei wird, kommt also von dieser elektrischen Frequenz, die versucht, euer Vergessen wieder anzutreiben, beziehungsweise dass ihr mit abschaltet. Wenn ihr das aber schafft, trotzdem klar dabei zu bleiben, dann werden die Vibrationen irgendwann so stark, dass sie den Höhepunkt erreichen. Und wenn ihr dann immer noch klar dabei seid, dann könnt ihr in den Astralkörper wechseln. Das kann sehr plötzlich geschehen, es macht plötzlich Klick im Kopf, oder ihr habt das Gefühl, ihr sackt einmal nach unten ab, kurz, und dann seid ihr schon im Astralkörper drin. Und wenn ihr das geschafft habt, dann rollt ihr euch einfach aus dem Bett heraus. Zur Seite wegrollen, dass auf dem Teppich landet. Oder meine Lieblingstechnik ist einfach nach oben schweben oder fallen lassen. Durchs Bett fallen lassen, das geht Genau. auch. Ja, runter durchs Bett fallen lassen, damit ihr dann eben etwas von eurem Körper wegkommt. Das ist natürlich das nächste, was wichtig ist, dass ihr also Distanz zu eurem Körper aufbaut. Also ich rolle mich immer zur Seite ab und richte mich dann, wenn ich auf dem Teppich liege, dann auf. Die Technik habe ich echt lange versucht, aber nie geklappt, weil ich dann immer meinen physischen Körper mitbewegt habe. Ja, das ist natürlich ein kleines Problem dabei. Aber schweben lassen, das ist irgendwie so viel einfacher. Ja, schweben lassen, ja.
Und wenn ihr dann aus dem Körper raus seid, dann versucht erstmal Abstand zu eurem Körper aufzubauen. Geht ruhig zur Schlafzimmertür oder geht in den Flur oder geht ins Wohnzimmer. Einfach mal ein paar Schritte weggehen vom physischen Körper und natürlich dafür sorgen, dass ihr klar dabei bleibt. Genau. Das kann man auch üben. Beispielsweise das Abrollen könnt ihr üben. Ihr könnt zum Beispiel im normalen Alltagszustand, im Wachzustand, könnt ihr eine Matratze neben das Bett legen und schon mal üben, wie ihr euch aus dem Körper rollen würdet. Und lasst euch einfach auf die Matratze fallen. Macht das ein paar Mal, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt. Da spürt ihr auch immer gleich das Fallgefühl. Auch ganz wichtig. Der Astralkörper reagiert also auf Fallgefühle. Das kennen manche von euch vielleicht aus der Kindheit, dass ihr geträumt habt, ihr fallt irgendwo runter und dann knallt ihr in euren Körper hinein. Und dieses Fallgefühl, das spricht den Astralkörper an und erleichtert den Wechsel vom physischen in den astralen Körper. Suggestion. Auch sehr wichtig, dass man sich jede Nacht, wenn man ins Bett geht und das Licht ausschaltet, dass man sich dann sagt, heute Nacht habe ich eine bewusste, außerkörperliche Erfahrung und ich erinnere mich an jede Einzelheit. Und das sollte der letzte Gedanke sein, mit dem ihr einschlaft. Immer wiederholen, wie so ein Mantra. Heute Nacht habe ich eine bewusste, außerkörperliche Erfahrung. Immer wiederholen, wie ein Mantra, so lange, bis ihr dann halt einschlaft oder eben sogar in den Zustand hineinkommt, in dem ihr euch von eurem Körper lösen könnt. Da sind wir jetzt auch schon fast bei den Techniken, wa? Ja, das sind ja eigentlich schon Techniken. Da sind wir eigentlich schon bei den Techniken. Ja. Vergessen es zu erwähnen, aber ist schon okay. Ja, dann wollen wir mal von vorne anfangen, den Techniken so aufzuzählen. Klar, ganz bekannt, die WBTB, Back to Bed Technik, wo ihr euch dann abends hinlegt, so gegen 22 Uhr. Am besten so etwa 4,5 Stunden schlaft, weil dann der Körper schon ausgeruht ist. Dann eine halbe Stunde wach seid. Am besten wäre natürlich, wenn ihr im Dunkeln wach seid und ein bisschen umherlauft, damit die Melatoninproduktion nicht stoppt und Serotonin ausgeschüttet wird. Und wenn ihr dann nach einer halben Stunde wieder ins Bett geht, macht ihr wieder die Suggestion und konzentriert euch auf die Techniken. Aber das ist ja recht bekannt. Ja, also 22 Uhr ins Bett, Wecker klingelt um 2:30 morgens, ihr steht auf, lasst das Licht am besten aus, könnt euch ja dann ein bisschen im Raum bewegen oder irgendwas machen im Raum. Am besten beschäftigt ihr euch ein bisschen mit Astralreisen, stimmt euch darauf ein. Ja, oder ihr simuliert sogar, als ob ihr euren Astralkörper gerade bewegt. Ihr könnt ja durchs Zimmer gehen und so tun, ich bin astral, auf die Hände schauen, an eurem Körper schauen, um dadurch den Zustand so ein bisschen zu simulieren bzw. anzusprechen. Abrollen könnt ihr üben mit der Matratze. Also all solche Sachen könnt ihr in dieser halben Stunde machen und um 3 Uhr legt ihr euch wieder ins Bett. Und um 3 Uhr könnt ihr dann auch eine Meditation machen, beispielsweise, dass ihr euch irgendwie vorstellt, ihr macht einen Fallschirmsprung oder Bungee-Jumping-Sprung oder dergleichen. Irgendwas, was mit Fallen zu tun hat. Das hilft sehr. Und euch immer darauf konzentriert, bis dann eben diese Vibrationen auftauchen. Und wenn ihr Glück habt, springt ihr sogar über die Vibrationen hinaus und seid plötzlich im Astralkörper. Wer nicht einschlafen kann, nach der halben Stunde, geht einfach eine ewig lange Treppe herunter und mit jedem Schritt geht er tiefer und tiefer und tiefer in die Entspannung rein. Ja, und wenn ihr es dann geschafft habt, außerhalb des Körpers zu sein, könnt ihr die Astralebenen erkunden, beziehungsweise den Zwischenbereich und könnt euch dann vornehmen, irgendwo hinzufliegen. Vielleicht wollt ihr jemanden besuchen oder ihr wollt vielleicht irgendwelche Sehenswürdigkeiten aufsuchen, Eiffelturm, Pyramiden, Stonehenge, was immer euch dazu einfällt. Eine weitere Technik, den Astralkörper zu aktivieren, ist, indem ihr versucht, mit euren Gliedmaßen zu spielen. Die Gliedmaßen
ist immer recht einfach, da den Astralkörper zu spüren und dass ihr versucht, die Hände zu bewegen oder die Füße. Das geht recht einfach, kann man auch so im Alltag. Ich spüre die jetzt auch, ich könnte dir jetzt meine Astralhand geben. Und im Dunkeln kann man die auch sehen, die Energie. Wenn ihr hin und her wischt, oder auch im Hellen kann man es auch sehen. Genau, dass ihr einfach versucht, mit eurem Astralkörper zu spielen und ihn wahrzunehmen, hin und her zu bewegen. Ja, und wenn ihr die hin und her bewegt, könnt ihr manchmal auch so eine Spur erkennen, die sich da Leicht hinterher bläulich, zieht. genau. Ja, so leicht bläulich zieht sich da so eine Spur hinterher. Ähnlich wie Zigarettenqualm, so würde ich genau. sagen, die Farbe. Ne? So leicht blauer Dunst, ne? Den ihr so hinterher zieht. Und da könnt ihr halt eure Hand immer wieder bewegen und versuchen, diese Energiespur zu sehen. Also das alles dient dazu, damit ihr mit eurem Astralkörper etwas vertrauter werdet. Genau, und dann könnt ihr auch noch, wenn ihr im Bett liegt und astral gehen wollt, könnt ihr versuchen, eure Schwingungsfrequenz zu erhöhen. Da ist es eigentlich ein ganz einfacher Befehl, und zwar an den Astralkörper mit Schwingungsfrequenz erhöhen. Funktioniert eigentlich fast immer und schon spürt ihr ein innerliches Kribbeln. Tut jetzt auch. Also ihr spürt dann praktisch schon den Astralkörper. So habe ich ja damals angefangen. Indem ich angefangen habe, die Schwingungsfrequenz zu erhöhen, und dann fängt man dann irgendwann leichter an zu vibrieren und dann mehr und mehr. Dann konzentriert ihr euch auf die Vibration und dass sie stärker werden. Genau. Wie eine Schiffsschaukel zum Beispiel, dass ihr euch hin und her bewegt mit dem Astralkörper. Ja, denkt an die Kirmes. Da kennt ihr ja diese Schiffsschaukel, diese riesige Schiffsschaukel, in der so viele Menschen sitzen, hin und her pendeln. Dass ihr euch vorstellt, ihr wärt in dieser Schiffsschaukel, die eben nach vorn und zurück schaukelt oder zu den Seiten. Oder ihr stellt euch vor, ihr liegt auf einem Wasserbett. Genau. Das geht auch. Oder ihr stellt euch vor, ihr seid auf einem Boot. Das geht auch. Also es gibt viele Möglichkeiten, eben den Astralkörper anzusprechen. Wichtig ist immer schwanken, fallen und fliegen. All diese Gefühle. Da fühlt sich der Astralkörper angesprochen und dann fällt der Wechsel etwas leichter. Ja, wenn ihr gut luzid träumen könnt, könnt ihr natürlich auch super astral wechseln. Und zwar habe ich das immer gemacht, indem ich mich einfach nach hinten habe fallen lassen, wenn ich luzid war. Einfach hinten fallen lassen und zack, war ich astral. Ja, das ist auch eine gute Methode. Sobald ihr also es geschafft habt, in einem Traum luzid zu werden, so habe ich das immer gemacht, dann beispielsweise habe ich mich auf einen Stuhl gestellt und habe die Arme ausgebreitet und mich rückwärts vom Stuhl nach hinten fallen lassen. Wichtig im luziden Traum ist, um direkt in den Astralkörper wechseln zu können, dass zwei Faktoren gegeben sind, das heißt Fallgefühl und Bedrohungselement. Das bedeutet bei meinem Beispiel Fallgefühl dadurch, indem ich mich ja nach hinten fallen lasse, und das Bedrohungsgefühl ist dafür da, um eben den Astralkörper anzusprechen, und der wird ja dadurch erzeugt, indem man eben sich rückwärts vom Stuhl fallen lässt. Das wird man ja im Alltag nicht machen, weil da könnte man sich ja wehtun. Auch auf der Straße, wenn ihr gerade draußen seid in einem luziden Traum, da habe ich mich immer auf einen Bordstein gestellt und habe mich dann rückwärts auf die Straße fallen lassen. Fallgefühl und Bedrohung von der Straße. Könnte ein Auto kommen. Könnte ein Auto kommen. Und diese beiden Komponenten unterstützen halt einen Wechsel in den Astralkörper. Ja, und dann kommen wir mal zum letzten Thema, würde ich sagen, und zwar Blockaden. Blockaden. Warum könnt ihr keine Astralreise auslösen? Meist stecken hinter den Blockaden Ängste. Wie bei mir damals auch. Angst vor der Dunkelheit, Angst, man könnte von irgendwelchen Dämonen angegriffen werden. Das können auch ganz schlicht Überlebensängste sein oder... Ja, klar, der Körper denkt natürlich, wenn man versucht, in den Astralkörper zu wechseln, dass es jetzt soweit ist und man müsste jetzt sterben. Ja, da denkt der Körper natürlich, huch, wie, ist es schon soweit? Müssen wir jetzt sterben? Und dann kriegt er natürlich Angst, beziehungsweise der Lebenserhaltungstrieb wird aktiviert. Und daraus resultiert die Angst. Die Angst ist also obligatorisch. Das ist nicht eure Angst, sondern das ist einfach nur der Lebenserhaltungstrieb, der da aktiviert wird. Und
den muss man 2-3 Mal durchleben, diese Angst, und dann verschwindet die nachher bei den weiteren Loslösungen. Ja, man kann auch noch dazu sagen, die Angst kommt halt vom Ego und existiert eigentlich im Grunde nicht, ist nur ein Konstrukt, aber möchte euch natürlich davon abhalten, dass ihr astral geht. Denn man könnte ja auf der Astralreise einiges Spannendes und Wichtiges entdecken. So ist es. Denn auf den Astralreisen könnt ihr euch selbst nämlich davon überzeugen, was es für Ebenen gibt und welche Realitäten ihr aufsuchen könnt, welche Zustände ihr da erlebt und dergleichen. Und je häufiger man astral reist, desto größeren Überblick erhält man ja auch. Genau, eine weitere Möglichkeit, die Ängste zu besiegen, die nicht existieren, ist, sie zu fühlen, sie komplett durchzufühlen. Das heißt, du fühlst die Angst, du fühlst sie vollkommen, aber du bist distanziert. Du weißt, es ist ja eigentlich nicht deine Angst und fühlst sie durch, bis sie komplett aufgebraucht ist. Genau, es ist wie ein Stück Brot. Du beißt rein und isst es so lange auf, bis das Brot leer ist. Ja, genau. Diese Ängste verschwinden dann mit der Zeit. Und egal wie stark die Angst wird, es kann auch sein, dass die Angst oder euer Ego dann sagt, du stirbst, du wirst sterben, wenn du weitermachst. Ist dir das klar? Hör auf! Hervorragend. Wenn ihr so weit gekommen seid, seid ihr ganz nah davor, euch von eurem physischen Körper zu lösen. Denn die Angst fängt da nämlich schon an, den höchsten Punkt zu erreichen. Denn das Einzige, wovor die Angst ja eigentlich Angst hat, ist eben zu sterben. Und das ist ja auch das, was man tut, wenn man in den Astralkörper wechselt. Man stirbt, zumindest einen symbolischen Tod, um dann eben auf die Astralebene zu kommen. Das heißt, mit eurem Willen, ihr müsst sagen, es ist mir egal, auch wenn ich sterbe, ich will jetzt astral reisen. Ich wechsle jetzt. Richtig. Euer Wille muss stärker sein als eure Angst. Das ist der Punkt. Was gibt es noch für Blockaden, Shiva? Die Ängste, ne? Und natürlich auch Alkohol. Ach so, so typische Blockaden. Typische Blockaden ist auch nicht so gut. Wenn ihr natürlich betrunken ins Bett geht, dann geht es nicht so gut mit der Astralreise. Auch Marihuana ist nicht förderlich fürs Astralreisen. Oder fürs Träumen allgemein. Ja, oder fürs Träumen allgemein. Das war förderlich für den Wachzustand, um da Erfahrungen machen zu können, die natürlich auch wichtig sind. Aber für die nächtlichen Erlebnisse Marihuana nicht so empfehlenswert. Was noch? Natürlich auch Probleme, die ihr im Alltag habt. So, ja, ja, es kommt eine Nachzahlung, die ihr tätigen müsst. 1000 € sollte nachzahlen an Heizkosten oder sowas. Das sind natürlich dann auch Gedanken, die euch dann vielleicht beschäftigen und euch dann von eurem Willen abbringen, eine Astralreise zu üben. Da müsst ihr eben erstmal das Alltagsproblem lösen und danach weiter versuchen, in den Astralkörper zu wechseln. Ja, das war's dann heute, glaube ich, über das Thema Astralreisen. Ja, ein sehr spannendes Thema und wir hoffen, dass der eine oder andere von euch eine Astralreise hinbekommt. Natürlich gibt es noch viel mehr dazu zu sagen und vielleicht machen wir auch irgendwann noch mal ein Video mit weiteren Informationen. Mal schauen, wie auch das Interesse von eurer Seite so ist. Was ihr für Fragen habt. Ja, was ihr für Fragen habt. Ihr könnt die Fragen ja unten in die Kommentare schreiben. Genau. Und wir freuen uns immer über eure Fragen. Und wir hoffen, dass das Video euch gefallen hat. Genau, und wir versuchen auch die Fragen regelmäßig zu beantworten. Schaffen es zwar nicht immer gleich, aber wir bemühen uns. Ja, dann danke fürs Zusehen. Und habt einen schönen Tag. Habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.